Hallo und willkommen zurück. Wir sind wieder in dieser total lauten Anlage, in der wir, glaube ich, uns schon alles angesehen haben, was es gibt. Wir haben beim letzten Mal diese Alien-Pflanze aus der Samenbank entnommen. Und uns fehlt noch immer diese Orchidea isotrea. Die scheint nicht hier zu sein. Deswegen gehen wir mal einfach zurück. Ich habe den Sound etwas runtergestellt. Ich hoffe, jetzt geht es auch etwas besser. Ich werde trotzdem weiter laut sein. Was war denn hiermit? Warning. Security clearance not valid for access to Growth Lab. Vickerman Pharmaceuticals thanks you for your cooperation. Da kommen wir wohl nicht rein. Toolbox. I can't figure out what any of these tools are for. Okay. Können wir sie fragen, ob sie uns reinlässt? Excuse me, Dr. Chigwa? Make it quick, I'm busy. Ah, hier. I can't get into the airlock. The airlock and the growth lab are secure areas. We grow potentially hazardous organisms beyond those doors. I'm trying to conduct an investigation here. Don't make me get a warrant from Central. I'm sorry, Central would likely agree with us. We can't just give anyone access to the growth lab. Not even a cell agent? I'd need a pretty damn good reason. Is that all? For now. Then if you'll excuse me, I'll get back to work. Okay, sie lässt uns also nicht rein. Ich habe aber eine andere Vermutung. Wir machen das alles nicht offiziell, wir machen es inoffiziell. Warning. Security clearance not. Come on. New security profile created. Access granted. Welcome, Dr. Lowe. Thanks. Ah, hier ist es zum Glück ruhiger, nur ein bisschen mit der lauten Musik dieser tollen wieder. Rohre. Nothing happened. Ach, sie dreht gleich dran. They've got these pipes everywhere. Okay. Nein, da möchte ich nicht zurück. Hier würde es wieder rausgehen. Hier haben wir nur noch den Erste-Hilfe-Kasten. Schauen wir uns den mal an. Better to have it and not need it, I guess. Hallo? This could be useful. Looks like a lot of cartridges for the injector. So, sie hat gesagt, Hydroxypyruvat Isomerase. So, das laden wir mal. Nein, Quatsch. Ach Quatsch, das ist geladen. Okay, schon gut, schon gut. Dann gehen wir mal ins... Hier, also, wir können ihn jetzt zurückverwandeln. Ich will aber erstmal sehen... Oder? Nein, wir gehen mal gleich zurück und klären das mit ihm, mit diesem Maladisten. Hi there. 12-year-old question. John Goal anyone? I said John Goal. Nee, ich hab vergessen, I give up. When do you offer a mechanical holiday? ich hab vergessen, ihm das zu injizieren. Entschuldigung. Camouflage paint likes to take a walk in the park. Really? How interesting. Beached questions, you injector? Say that again? Overpass, did you stick me with an injector? Now I'll have to get my aphasia rechecked. Not cool, man. Ja, was tauchst du auch mit einer Krankheit, die du dir selbst verpasst hast, bei so einer Arbeit auf? Ich meine, sie sagte ja, es inheriert nicht damit, aber ja,
Das ist irgendwie ein bisschen problematisch. Was tust du, wenn ein Notfall passiert und du rausrennen musst? Sagst du dann auch, Nihilismus hat mir eine Frage gestellt, Nihilismus hat mir eine Frage gestellt. Und sie so, aha. Und dann reagiert sie erst, wenn das ganze Labor brennt. Excuse me. Yeah? Jetzt ist er viel unfreundlicher. I'm CS Dr. Lau. I've been tasked with this investigation. Martin Easter. I've been tasked with the factoring lab. You work with Dr. Chigwa? I work for Chikwa. I'm just the intern. Means I get stuck with all the lousy jobs she won't do. I understand. I was an intern once. So, what's CS? You a detective? Case specialist. So, yes, I guess you could say that. Cool. So, was ist denn hier passiert? I'd like to hear from you what happened. So, we came in this afternoon for the late shift, right? I checked on the factoring line, and it turns out the specimens are nuked up. In what sense? They don't match the catalog anymore. Not that they're supposed to be. I figured Baxter nuked it up again, so I checked the feed. That's when you found the body? Yeah, but the Chikwa won't let me get a look. Told me to get back to work what she called cell. Hey, can I get a look at the body with you? I'm afraid not. Official procedure and stuff. Bummer. Boah, eine Leiche! Die nächste Krankheit, die ich mir holen muss. Why'd you go and give yourself aphasia? Not just that. There are loads of syndromes. It's maladies, man. Aren't diseases like that dangerous, though? It's not permanent, man. We ain't stupid. What wear nodes in the body create the symptoms of things we want, which you went and broke. Gee, thanks. Sorry about that. In any case, they're temporary then. Exactly. Ja, interessant, mit Sicherheit. Aber für Arbeit? I still don't get it. What's the hook for maladism? Man, you old folk never get things like MD. Old? Most of these syndromes are diseases that are completely curable. They just don't happen anymore. Society says no to them. So it's countercultural? An act of rebellion? Exactly. Diseases like that make the establishment uncomfortable. They don't want it to be a part of their society. But we show them they can't ever get rid of it completely. You're rubbing their faces in it then. And in another way, it's kinda retro. Illnesses like that are what shape society. A Black Death made Europe what it is. Gotta appreciate the classics. For a lot of us, it's also about who's hardest. Posers go for little things like botulism or influenza. But you know someone's got real nose on them if they can stand a month with HIV. Moment, aber HIV ist doch erst in seiner Endphase richtig heftig. Also, HIV tut so lange, also zumindest in der Anfangsphase, über mehrere Jahre sogar, oder wenn man brav seine Medikamente nimmt, eigentlich nichts. Am Ende wird es dann schlimm. So, what other diseases have you tried? Loads of them. Parkinson's, syphilis, tuberculosis. Last month, it was Hansen's disease. Wait, leprosy? Yeah, if you're a Zift, Hansen's is the real name. Sounds like quite a selection. That's why I came to study in Newton. Eurofed's just starting to get into MD culture, even talking about banning it. Newton's where it's at for it. You guys are a lot cooler about what you let people do. On an individual basis, certainly. That's pretty much the founding philosophy here. Syphilis? Ernsthaft? Naja, also... Ja, das ist schon etwas sehr heftig. Tuberkulose, wenn man heilen kann, ja, aber Syphilis? Wie macht das damit im Sex? Sagen die einfach, ist nur simuliert, kann man heilen. Also, stört das nicht? Also... Dr. Chigwa tells me that some of the specimens have been tampered. Oh yeah, I found one of those. Man, couldn't they have just killed the guy without messing up my work? I need to find it. Which specimen was it? Oh, a Corsair Brasileiro. When I found it, I just thought Baxter was nuking it up again. What did you do with it? I just sent it back to the specimen lab. Should be there in the sample store. Müssen wir uns holen. Habe ich schon aufgeschrieben. Gleich. Aber erst fragen wir wieder alles durch. Haben wir das nicht schon gefragt? How do young people go about getting sick these days? It's a lot harder, but that shows it's a choice. We use wetware to create symptoms, like the aphasia. The wetware I had for that was programmed to lodge in the Broca and Wernicke regions of the brain. So it's not really Broca's aphasia. Same symptoms though. You'd buy wetware nodes from shops?
Nah, find hobby GG programmers through the trans. They're always looking to sell. It's like a contest. They're always releasing syndromes, competing with each other. You looking to get into it? Not really my scene, thanks. Das hatten wir doch schon. Die Gefahr, gehackt zu werden, ist immens. Ja, aber Gefahr ist geil. Das merkt man, ne? What do you think of Dr. Chigwa? She's a hard ass, but she knows what she's doing. Kinda thinks she feels wasted working here. What can you tell me about Dr. Baxter? Not much. He only started here a couple of weeks ago. Chigwa dropped him in the specimen lab and kinda left him here. She neglected him? Nah, he just barely left. Could have been a workaholic, but I think he just couldn't focus on anything else. Did he ever talk about his past with you? Man, he didn't even talk to me, period, about anything. Na, wie soll man denn noch mit dir reden, wenn du Aphasia hast? Also Aphasie. What's your personal opinion of Dr. Baxter? He didn't talk much. One yoked up guy. Chigwa told me he'd been released from jail. Looked like he had a governor in his head. That's correct. It affected his behavior? Dude, that's an understatement. That Malkin was like a zombie. One time, I dropped the whole sample tray in his lab. Anyone else would have yelled at me. He started to get mad, then looked just about ready to puke. The governor inhibited violent thought. He'd been serving a murder sentence. Oh, no way. Who'd he whack? That's confidential. Man, that's unfair. We're a teens. Das ist auch so etwas, was ich großartig finde. Die setzen Gefangenen einfach Dinge ein, also so eine, ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt haben gerade, aber etwas, das die Gewalt unterdrückt. Das macht für mich bei so einem dystopischen Staat Sinn. Alright, I'll let you get back to your job. Whatever. Jetzt gehen wir mal hier hin. Ah, nein. Ja, es ist leer. So, Abari, nee. Akura. Hier. Nehmen. So, und jetzt kombiniere ich das nämlich mal an. I've taken a DNA sample from it. Okay. Damit haben wir 2, wenn ich mich nicht irre. Wir haben am Anfang diese Blume mit den gelben Blättern, Gelbblüten, was auch immer. Die gebe ich jetzt einmal ab. Und dann gehen wir in den letzten Bereich, den wir noch nicht untersucht haben. Da. Nein, Quatsch. I'm going to need to find where... Es tut mir leid, ich bin etwas zerstreut gerade. It worked. According to this, he's been dead for anything on his case. Good luck. I'm going to... So, und jetzt gehen wir wieder hier rein. Und weiter. Ja, was haben wir denn hier? Wieder Rohre. Oops. Wirklich ups. Was haben wir hier? They're keeping things in here because they're dangerous or unusual. Probably not what I want to be carrying around. Was steht da? Wir brauchen Orchidacea. Nein, ist nicht hierbei.
leerer Zylinder. Ich weiß schon, das können wir hier reinpacken. There, I've planted the growth matrix. Let's hope I got Mom's green fingers. So, und jetzt müssen wir einfach warten. Und hier schauen wir mal nach, was dort ist. Ob es da ist, was wir brauchen. Hier, Orchidacea, das linke. Moment. I've taken a DNA sample from it. It's the DNA sampler Dr. Chigwa gave me. I need to take samples from plants I think Regis hid the rest of his message in. Gut. Kann ich das hier noch anklicken? Also hier steht, unsere Probe hat eine Gefahr, exponentiell zu wachsen. Und hier steht eine Gefahr wegen Kontamination. Aber waren das nicht 4 Pflanzen? Also, wir haben ja jetzt nur 3. Also ich habe jetzt nur die 3. Probe. Und ich sehe ansonsten noch nichts. Ich gehe mal zurück. Ich gehe mal raus. Warning, copyright breach in progress. Excuse me? You are not authorized to remove Orchidacea isotria samples from the growth lab. They are copyrighted property of Typho Labs GmbH. Beginning purge. Hey, my sample! What did you do? To prevent theft of intellectual property, gene sequences in your possession have been neutralized. Have a nice day. Gee, thanks. Habe noch einen schönen Tag. Ich wette, die GEMA hätte gerne so etwas. So, jetzt sagen wir mal Bescheid. Excuse me. Yeah? Ah, das sind jetzt zerbrochene... also, ich glaube nicht, dass es so eine gute Idee ist, ihm das hier zu sagen. Und da ist ein zerbrochenes Rohr. Was haben wir gemacht? Leider. Xenofungus. Was? I think there might be a problem in the growth lab. I kinda, sorta, planted that xenofungus from the growth matrix. Oh, awesome. That stuff is hella toxic. Nukes nerve tissue up like nothing else. You sound strangely upbeat about environmental catastrophes. Nah, man, it's cool. This shit happens all the time. Management gives us time off whenever they run Beacon. Sehr gut. Im Übrigen, ich habe bemerkt, dass in der letzten Aufnahme waren überall so ein Tackern, so ein Klopfen im Hintergrund. Ich glaube, das war irgendwas mit meinem Kopfhörer, mit dem Kabel, das ständig irgendwo gegenklappert. Ich versuche jetzt darauf zu achten, dass das nicht passiert. Egal, das ist ein zerbrochenes Rohr. Hey, the pipes in the growth lab are leaking. Ah, you get again? Better go fix it before Chigwa starts yelling. So, jetzt gehen wir hinterher. Und, genau, jetzt repariert er da und ich will mal, dass wir uns beeilen. Ich weiß nicht, wie lange er da rummacht. Und da sehen wir den Xenofungus. I'd better not touch it with my bare hands. I've tranced too many horror sims that start that way. Dann nehmen wir den Injektor. Nein, Quatsch, Injektor. Wir nehmen den DNA-Sampler. I've taken a DNA sample from it. I hope it doesn't grow in my pocket. Und wir nehmen hiervon ein Sample mit. I've taken a DNA sample from it. Gut, dann gehen wir mal hoch.
Ich hoffe, man versteht mich.